für ein herrlicher Aussichtspunkt hier. Leider ist es ein bisschen bewölkt, weil an sich könnte man hier die ganzen Alpen sehen. Eigermönch und Jungfrau, alles 4000er. Aber wie gesagt, jetzt ist halt so ein bisschen bewölkt. Hier kann man noch weiter sehen. Barcelona, 800 Kilometer. Hey, Marrakesch, 2200 Kilometer. Marrakesch. Hey, Marokko. Ich wollte schon so lange nach Marokko gehen. Soll ich gehen? Hey, ich gehe nach Marokko. Haha, juhu! Es wird wahrscheinlich eine Reise der Extreme, weil so Ende Mai, Anfang Juni kann es durchaus schon 40 Grad werden. Vor allem wenn ich dann ganz in den Süden von Marokko fahre, in die Wüste. Na, schauen wir mal, wie ich das verkrafte. Ja, okay, nur Pannenfahrzeug zum Glück. Das gibt es auch relativ selten in der Schweiz, dass die nächste Abzweigung in 99 Kilometern ist. Von wo kommst du? Ich gehe so, San Bernardino. Kommt ihr von oben? Nee, wir kommen von drüben. Da ist ein bisschen frisch und auch mal ein bisschen regnerisch, deswegen. Genau, das habe ich mir gedacht, ja. Und dort? Ja, so hin und wieder. Ja. Aber ich würde es anlassen. Besser ist. Ja. So, der Kollege vorher hat jetzt eben gerade gemeint, also der kam aus dem Süden und meinte, dass es da drüben kalt und regnerisch ist. Darum. Zeit, auch noch die Regenhandschuhe anzuziehen. Hätte ich eigentlich schon vorher machen sollen. So, ich bin bereit. Das sind ja herrliche Wetterszenen hier. Unfassbar. Jetzt werde ich die Autobahn verlassen und zweige Richtung Locarno ab. So diese Seite da. Dann kommt dann bald mal die italienische Grenze. Oho, die Grenze. Juhu. Welcome to Italy. Das ist richtig paradiesisch hier. Ne? Hier ist der Campingplatz. Das ist jetzt nicht mehr der Lago Maggiore, das ist irgendein anderer See, aber ich habe den Namen vergessen. Ich blende es euch dann oben noch ein. Und jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Wow. Hallo, Deutsch? Ja. Ich habe eine Reservation für heute Abend. Privater Parkplatz, das ist schon mal sehr gut. Das ist doch cool. Juhu. Das ist doch super. Und das Bett. Juhu. Etwas zum Essen holen. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gehabt. Vielleicht ein Bier. Oh, das wär's. Eigentlich hätte ich es wissen können, weil wenn in Italien um 8 Uhr am Abend niemand im Restaurant sitzt, dann hat das meistens einen Grund. Und ich weiß jetzt auch warum. Also das Essen war jetzt okay. Ich sehe euch morgen in alter Frische. Bis dann. Tschüss. Frühstück. Trockene Geschichte. So doof. Ich habe nach dem Öl nachfüllen vergessen, den Stöpsel wieder festzudrehen. Weil es gestern die ganze Nacht geregnet hat. Ich hatte das schon mal und dann wird der Schalter innen nass und dann macht er keinen Kontakt mehr. Fuck.
Sorry. Das ist natürlich jetzt übel. He? Ja. Ich habe jetzt alles mal getrocknet. Und jetzt stecken wir das Teil wieder zusammen. Okay, das klingt nicht schlecht. So, bauen wir das Teil wieder zusammen. Hoffentlich schaffe ich das. Meine Güte. Wieder alles zusammengebaut. Jetzt kommt der große Moment. Achtung. So, gehen wir nach Genua. Eigentlich hatte ich schon genug Abenteuer für die ganze Reise jetzt. Herrliche Gegend. Das Check-in für die Fähre endet um 4 Uhr, also da habe ich richtig gut Zeitreserve. Alles bestens. So, jetzt sind wir etwa 30 Kilometer vor Genua. 2 Tage auf der Fähre ist eine lange Zeit. Ja, das wird noch spannend. Eine neue Erfahrung. Okay, schönen Urlaub noch. Tschüss. Ja, da hat es den ersten Hinweis auf die Fähre. Muss ich mal kurz gucken, irgendwie habe ich da eine falsche Route. Ich habe irgendwie die Ausfahrt verpasst. Jetzt bin ich viel zu weit drüben. Und dann noch wie. Das ist jetzt doch so richtig Italien. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, das hier ist Savona. Das ist ein ziemliches Stück hinter Genua. Wow, tolle Aussicht. Ganz ehrlich, zum Glück habe ich das Navi. Das hätte ich sonst nie in meinem Leben gefunden. Nie. GNV, ja, da drüben. Ah. Hallo. Passport? Hier. Okay, Tangeri straight. Straight. Where is the truck? Right truck? White. Yeah. You need to go to the left. Oh, clear. And check-in? Check-in is there. Thank you. Hallo. Tangeri. Danke. Danke. Die sind jetzt erst am Ausladen, also ist die Fähre erst gerade angekommen. Eine Stunde schon um. Schon 2 Stunden. Das war jetzt gerade noch eine Runde Stress, um einzuchecken, die Boarding Card und Polizeikontrolle. Aber jetzt habe ich es. Oh, die sind schon alle drin. Scheiße. Tangeri Barcelona. Sorry, Tangeri. Oh. Too late. Not too late. Angeli, you just to wait a few minutes. No problem. E già l'ho fatto questo, ma a posto. Nostromo. Moto Tangeri. Yeah. Aber jetzt hast du ein Chaos. Ich habe vergessen einzuchecken.
Schon? Che vuol... Hai sure? Facciamo? Vieni, vieni. Ok, ok. Facciamo, dai. Tristano un bottone. Le bottone non ce Sei, eccolo l'ho. lì. Mi ha detto, ma quei 2 container... Grazie. Thank you. Grazie. Hello, sir. Hello. Oh, too much. Too much, yeah. Oh, thank you, thank you. Thank you so much. You read the whole Europe, sir? Yeah, almost. Just Morocco. You're going to Morocco? Yes, yes. Ui. Ah, schön hier. Ui. So ein Krampf. Wuhu! Geschafft. Wow, das war jetzt ein Krampf. Die ganzen Treppen, ich war zu spät mit dem Check-in, ich hab's nicht geschnallt, ich bin so doof. Und dann musste ich mich beeilen, dann, als ich zurückkam, waren alle Motorradfahrer schon drin und die wollten mich nicht mehr reinlassen und dann doch und, und jetzt bin ich hier in der Kabine. Guck mal. Boah, der Hammer. Überhaupt, schöne Kabine, doch. Ja, ja. Super. Tada. Ja, das ist doch gut. Geschafft. Der Hammer. Unfassbar schön. Das Schiff ist anscheinend vollständig ausgebucht. Hat immer noch Leute, die jetzt um 8:30 noch einchecken. Gibt's welche, die trinken Bier? Das wäre eine gute Idee. Cheers. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf diese 2 Tage, weil kein Handyempfang auf dem Meer. Das gibt eine ganz neue Erfahrung. Jetzt noch was zu futtern. Ich habe jetzt noch was Feines zum Essen gekauft. Das reicht für 2 Tage. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber für jetzt. Und jetzt gucken wir uns noch die Abfahrt an. Es ist jetzt 10:30 und ich bin definitiv auf dem Weg nach Marokko. Die größte Herausforderung auf diesen Schiffen ist immer, die eigene Kabine zu finden. Was für ein Tag das heute wieder war. Heute Morgen gleich zu Beginn mit dieser Panne, als der Starter-Switch nicht funktionierte. Ich dachte wirklich, meine Reise sei zu Ende. Die Fähre schaffe ich nie. Ich bringe ja nicht mal das Motorrad zum Laufen. Und dass das noch geklappt hat, dass ich das reparieren konnte, das war schon ein Highlight. Ich denke, jetzt esse ich noch mein Sandwich und trinke ein Bier und dann gehe ich ins Bett und dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Es ist kurz nach 8 Uhr. Die Nacht war sehr ruhig, weil das Meer war auch spiegelglatt. Oh mein Gott, ich genieße das so herrlich. Jetzt kam gerade noch eine Durchsage, dass in einem Raum man die Fahrzeugpapiere für die Einreise nach Marokko abstempeln kann. Dazu braucht ihr die grüne Versicherungskarte, den Fahrzeugausweis und natürlich ein Pass. Kurz etwas zur Einreise in Marokko. Bevor ihr da ankommt, müsst ihr hier euren Pass abstempeln gehen. Dazu holt ihr hier ein Formular da bei dem
Kabäuschen da vorne. Und das müsst ihr ausfüllen und ihr setzt euch dann in die Schlange hier. Die war heute Morgen noch bedeutend länger. Das kann bis zu einer Stunde dauern. Und nachdem ihr da die Formalitäten abgeschlossen habt, dann gibt es einen Stempel in den Pass und danach geht ihr mit dem Pass da drüben zur Registrierung des Fahrzeugs. Das ist eine temporäre Einfuhrbewilligung, da kriegt ihr so ein kleines Zettelchen, das müsst ihr dann aufbewahren und bis am Schluss eurer Reise und beim Verlassen des Landes müsst ihr das wieder abgeben. Alles klar? Hallo, voran, Kirsten. Yeah. Very good. Thank you very much. Köstlich. Ich habe falsch gewählt. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger isst. Leute, das ist Paradies. Montag. Es war wieder eine absolut ruhige Nacht. Das Meer ist spiegelglatt, Gott sei Dank. So, jetzt noch 1-2 Stunden, ja, vielleicht sind es auch 3 bis nach Dorsey und dann noch die Zollkontrollen und das Hotel finden. Dann wird es sicher Nachmittag. Das ist ja der Hammer. Da vorne ist dann die Meerenge von Gibraltar und gleich gegenüber ist dann Dorsey. Vorhin kam eine ellenlange Durchsage auf Französisch, auf Italienisch und auf Arabisch, aber nicht auf Englisch. Jetzt habe ich keine Ahnung, was los ist. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass wir uns jetzt unten besammeln sollen. So, wir sind jetzt also im Wartebereich. Ich habe noch ein paar Motorradkollegen getroffen. Die kennen mich scheinbar von YouTube. Geschlagene 2 Stunden stehen wir jetzt schon hier. Das ist ein Desaster. Ciao. Ciao, grazie. Hello. Hello. Open? Yeah, open. Oh. So, jetzt muss ich hier mit dem Hotel finden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Auf Anhieb. Wir passen zusammen. Hello, good evening. I've got a booking for tonight. 133. Hey, ist doch ordentlich. Geschafft. Das war doch wieder so ein unfassbar ereignisreicher Tag. Aber jetzt habe ich tatsächlich die größten Klippen geschafft. Was mich am meisten besorgt hat, war diese Fährfahrt und dann die Grenzgeschichte hier beim Zoll. Und das ging eigentlich alles ganz okay, ging ganz glatt. Und jetzt haben wir tatsächlich 2:30. Ich denke, ich muss vielleicht sogar meine Planung für morgen noch einmal überdenken. Okay, und tschüss. Übrigens, ich habe noch 2 Nachträge. Der erste wäre, hier ist es ja 1 Stunde früher, also ist es eigentlich erst 2:15. Und das zweite ist Welcome to Morocco! Juhu!
Jetzt aber gute Nacht. Tschüss. Guten Morgen. Es ist Dienstag. Ja, genau. Heute der erste Tag in Marokko. Das Wetter ja, relativ kühl noch. Ja, 24 Grad, aber so ein bisschen bewölkt. Englisch, wenn es geht. Scheiße, geht nicht. Bonjour, machen wir halt Französisch. Wie viel Dirham? Der Kurs ist ungefähr 1:10, also machen wir mal Maximum. Voulez-vous, voulez-vous. Oh, was heißt denn das? Quittung wahrscheinlich. Voulez-vous. Ja. 100er, ja, das geht ja noch. 100er und 200er. So sieht das Geld aus hier. Das sind ja richtig herrlich kurvenreiche Straßen. Bestens ausgebaut. Ja, bis jetzt gefällt es mir. In dieser Gegend gibt es ganz viele Staudämme zur Trinkwasserversorgung. Uiuiui. Radikale Methoden haben die. Ich habe eigentlich noch genug Benzin im Tank, aber ich möchte da lieber, wenn ich eine Tankstelle finde, auch gleich tanken. Oh. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous bien? Ja, ça va? Oh, ça va. Où vas-tu? English? Who are you going? I go to Meknes. Meknes. Yes, Good place. yes, today. No smoke hashish? No. Thank you. No, witzig, dass der mir gleich Haschisch angeboten hat. Sehe ich so aus? Mein Gott. So, ich versuche jetzt mal eine Parkgelegenheit zu finden. Parking. Swiss. Ja, Switzerland. Deutsch. French. Deutsch sprechen. Deutsch. How much is it to park? Good tip. How much? Good tip. Good. Up to you if you want a good tip for him. The parking man. Okay. You look? Yeah, no worry. You keep everything is here. Good boy. Was the fish market. Ja. Ah, wow. Yes. Thank you. Jetzt gehen wir in die Bäckerei. Do the bread, sweet Hello. bread, everything. No, they got that too good. Hello, for camera. Thank you. Keep that one. Okay. Thank you. Cheers. 60 Dirham. 6 Euro. Das ist doch nicht schlecht für eine Stunde Führung. Blue City, you need blue one. Blue one. Yeah. No. I'll give you a white one. This one. Okay. Cheers. Jetzt ist richtig knallig heiß geworden. Thermometer zeigt 37 Grad. Das war jetzt doch ein toller Stopover. Zugegebenermaßen war jetzt Chef Chauvin die erste und auch die letzte Stadt, die ich besuchen werde. Boah, sind das Sträßchen, ne? Das ist ja der Hammer. Oh, Schlange. Eine grüne Mamba.
bewegt hier nur die. Voilà. Uah. Entschuldigung. Aber das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben hier. Hey. Was sind denn das für Gravel Roads? Ei, ei, ei. Miau! So. So. Ist diese Auberge? Wilma? Ja? Ah. Ah, das sieht ja gut aus hier, schön. Auberge? Ah. First time in Morocco? Yes, first time, ja. Was very, very nice. Guckt euch mal das Zimmer an. Und hier drin ist es so schön kühl. Jetzt heute Abend gegen, was hat sie gesagt, 7:30 gibt's Nachtessen, meine erste Tagine. Da bin ich sehr gespannt, die ist sicher auch sensationell. This is vegetarian soup? Soup, yes, with the carrots, onion and courgette. Very nice. Thank you. Herrlich. This is apple with dry fruit and cream. Okay. Yeah. Hot salad. Okay. Very special. Thank you. Oh. Wow, so much effort. Ich glaube, das ist eine Tagine. Das hat so verschiedene Geschmäcker. Ich denke, ich verabschiede mich jetzt schon mal und bedanke mich fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder ein spannender Tag mit viel Erlebnissen und es könnte nicht besser sein. Ich bin begeistert von diesem Mann. So, heute Sonnencreme. Gestern habe ich es nämlich vergessen und die Quittung war eine rote Birne. Yes. I have planned for this morning now to pack up, clear the room, and then can I leave the bike here? Yes, sure. And then I'll come back. And Yeah, yes, sure. Machen wir einen kurzen Spaziergang zur alten Römerstadt Volubilis. Ein bisschen Kultur muss sein. Ne? Das hier war das Gerichtsgebäude. Dieser Triumphbogen, der wurde zu Ehren des Kaisers Caracalla 200 nach Christus erbaut. Und zwar aus dem Grund, weil er den Römerbürgern die Steuern erlassen hat. Das hier muss man sich vorstellen wie eine Hauptstraße und die bildet also von diesem Gate eine fast direkte Linie bis zum Triumphbogen. Diese Häuser waren eigentlich sehr wunderschön gestaltet und sogar mit einem kleinen Pool. Die hatten schon noch ein schönes Leben hier. Das war jetzt doch herrlich hier. Habe ich die Zeit genossen oder was? Boah, die Aussicht hier ist ja der Hammer. Ich glaube, hier heißt es Meknes. Ja, hier haben Esel Vortritt. Genau solche Straßen habe ich mir vorgestellt. Jetzt bin ich doch froh, kommt gerade eine Tankstelle. Ich habe zwar noch 3 Striche. 3 Striche bedeuten ungefähr 120 Kilometer oder so. Bonjour. Ça va? Yeah? Bien? Et vous? Normal? English? Il n'y a pas ici, like this essence. Il n'y a Ah. pas ici. Là-bas. Si tu veux. Ah, so haben wir es gut hier.
Das war eigentlich auch eine Tankstelle, die ich hier eingezeichnet habe. Das hat tatsächlich gestimmt. Langsam wird die Landschaft immer karger. Sehr gefährlich. Uiuiuiui. Oh. Ja, genau. So, jetzt muss ich was trinken. Oh, fuck. So Leute, nur schnell zum Beweis. 40 Grad im Schatten. Was ich dann irgendwann noch brauche, ist wieder neues Bargeld. Euro? Ah, no change. Ah, okay. No problem, thank you. Okay. 30 kilometers. The name of the town? Bimele. 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 Okay, 30 kilometers. Thank you very much. Also hier kann man nur Geld schicken, aber nichts tauschen. Aber scheinbar in einer Stadt, Bimele heißt sie, wo man Geld tauschen kann. Juhuhuhu. Und sogar ein schattiges Plätzchen zum Parken. Oui. Es hat geklappt. Ah, sieh mal die tolle Aussicht. Atemberaubend. So, jetzt geht es also hier das Tal hinunter und da unten sollte dann irgendwo die Wasserfälle sein und mein Hotel. Thank you. Die Brücke ist der Knaller, ne? Yeah, wir haben es geschafft. Da drüben, da ist sind die Osu-Wasserfälle. Yeah, wir sind da. Kaspar Osu. Oh yes. Ja, this is very nice. Wir haben es beinahe geschafft. Ich höre es plätschern. ...400 Kilometer fahren und jetzt noch so Treppen steigen. Hey. Wieder geschafft. Kaspar Osut. Thank you. Eine Chicken Tagine. Sehr gut. Das war eine Zitrone. Ich weiß gar nicht, ob man die essen soll. Ja, ich habe es jetzt gegessen. Einfach morgen die Atlasgebirge überqueren und das wird dann schon eine ganz spezielle Etappe. Und auf der anderen Seite ist dann bereits der Beginn der Sahara. Guten Morgen. Es ist kurz vor 8 Uhr. Wieder ein wunderbarer Tag. Heute steht mir eine ganz besondere Etappe bevor. Und zwar geht es über diesen Gebirgszug hier. Diese Berge heißen Atlasgebirge.
getrocknete Blüte hier. Aber man sieht es der Landschaft schon an, hier hat es sehr lange schon nicht mehr geregnet. Okay. This? Yeah, Welcome. thank you. Is this the... That bridge. Okay. Can I park here? Yeah, no problem. You look? Yeah. Wieder einen Guide. Oh wow, Ah, si verifica. das ist richtig geil. Hitchcock, die Vögel. Yeah, the bridge come la forma Oh yes. Ah, yes, yes. Ah, la forma africa. Yeah. Timon jusqu'à le moto. Okay, so Retour. No, 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 no. Ah, Timon, no difficile, no difficile. Not difficult. Voilà. C'est une maison, hein? Ah, c'est les maisons. Anscheinend vor einiger Zeit haben hier die Berber diesen Ort als Zuhause benutzt. Das war super. Sehr gut. Ich bin kaputt. So, das hat sich jetzt total gelohnt. Wie speziell jetzt mit diesem zwar ungewollten, aber schlussendlich doch positiven Guide. Der hat mir Orte gezeigt, die ich sonst nie gesehen. So, jetzt geht's in die Berge. Juhu! So, das ist jetzt der Aufstieg zum Dizin Utfi. Das ist ja eine wichtige Autobahn auf diesem Pass hinauf. Ja, zwischendurch hat es dann doch immer wieder Abschnitte mit Schotter, aber das ist kein Problem. Ich glaube, immer wenn es eine 40er-Tafel hat, dann kommt Schotter, kann das sein? Ja, genau. Also, hoppala. So, jetzt haben wir die Passhöhe erreicht vom Dizin Utfi oder Utfi. Ja, doch. So Leute, jetzt ist es passiert. Ich habe einen Platten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ja ein... Autsch, heiß. Ein gigantisches Teil. Fuck. Nicht schlecht. Bonjour.
Oh. Gut. 0,7. Okay, merci beaucoup. Der Flicken hält hoffentlich auch. Aber jetzt sieht man nur mal, wie hilfsbereit die Leute hier sind. 1,9 Bar. Wenigstens habe ich mir einen prächtigen, speziellen Ort ausgewählt. Den nehme ich mit. Das Andenken. Ich fahre jetzt die nächsten Kilometer mal ein bisschen langsam. Okay, ja, hier hat sogar noch ein bisschen Sand. Wow. Ha. Schön vorsichtig. Ganz langsam. Also wenn es dann über diesen Streckenabschnitt hält, dann bin ich da ganz zuversichtlich. Bonjour, ça va? Au revoir. Jetzt schaue ich mir nochmals den Reifendruck an. 2,0 sollte es sein und es sind 2,1, 2,2. Hey, der hält. Wow, das ist ja richtiges Abenteuer. Ui, 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 ui. Pure hier. Steinschlag. Ey. Das war jetzt noch heikel, ne? Aber ich habe ja einen Helm an. Kann ja gar nichts passieren. Geisterdorf. Aua. So, das war jetzt der erste Pass. Der Tizi Utfi. Und jetzt geht es hinauf auf den Tizi Fetgat. Oh meine Güte. Wow. Das ist wieder so ein Wahnsinnspanorama. Da runter geht's jetzt. Okay, das schaffen wir auch noch. Hi! Jetzt, wie? Wir sind Schweizer. Ah, ich auch. Sowas, klar. Okay. Tschüss miteinander. Danke, jedenfalls. Ciao. Wow, jetzt endlich wieder auf guter Straße. Oh. Ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt geschafft. Jetzt gehe ich dann so bald wie möglich zu einer Tankstelle und prüfe nochmals den Reifendruck. Jetzt sind wir etwa 10 Kilometer vor Ouarzazate. Unglaublich, diese Stadt. Sehr hübsch. Excusez, essence? Essence? English? English. Petrol? To draw. On the left. On the left, straight? And then the left. Like the bus? After. After the bus? You know that bank Yeah? front of. Oh, okay. Nächster Test. Wenn alles gut ist, sollte er eigentlich 2,4 bis 2,5 anzeigen. Oh shit, 1,1. Ah, fuck. Also der Blinken hat nicht gehalten, aber diese bringen mich schnell zu einem Motorradmechaniker. Ui. Ah, okay, merci. Sino gusto atro? Sino gusto? Ah.
لا اساسي لو وينسو ايوه حسك تكسر C'est bien? Combien? Oh. Merci bien. So, das ist jetzt super. Jetzt hat er noch seine WhatsApp-Nummer gegeben. Jetzt fahre ich heute, jetzt pumpe ich zuerst mal den Reifen auf und dann morgen früh, nachher fahre ich nach Oasis de Fint, meinem heutigen Etappeziel, und gucke morgen früh, ob die Luft hält. Oasis de Fint. Hoffentlich hält der Treiber das aus. Das ist ja total im Loch. Okay. Unten sind wir schon mal. English? English, yeah, welcome. Thank you. I'm looking for Pouvac de Aigle. Pouvac des Aigles. Yeah. Reservation. Yes. Là, derrière, si. Voilà, derrière. All clear. Thank you very much. Eh? Okay. Cheers. Bye bye. Hallo. Da bin ich aber gespannt, ob der Reifen das jetzt ausgehalten hat. Das ist wieder ein Härtetest. Bonjour. Ça va? Pouvac des Aigles? Bonjour. Nein, jetzt hat er nicht. First, I have a flat tire and now a switch is broken. Hey. Das ist unmöglich. Ey. Jetzt funktioniert er wieder. Shit. Eigentlich wollte ich in die Wüste. Das wäre der Höhepunkt gewesen. 2-tägige Übernachtung im Wüstencamp. Vielleicht sogar mit Kamelreiten und dem ganzen Tamtam. Das habe ich jetzt mal abgesagt. Jetzt habe ich mal eigentlich 2,5 Tage oder 2 Tage habe ich jetzt mal einfach Ruhe. Die brauche ich jetzt auch. Hey, guckt mal da. Ein eiskaltes Bier. Das hat er mir jetzt einfach geschenkt. Zum Wohl. Marokkanisches Bier. Richtig gut. Sogar mit Alkohol. So, ich hatte noch gar keine Gelegenheit, euch die wunderschöne Umgebung zu zeigen. Da freue ich mich dann morgen ein bisschen eine Wanderung. Guckt mal hier. Oh, schon weg. Aber da fließt tatsächlich Wasser hier. Bonjour. Ça va? Ça va, bien? Et vous? Das ist also so ein Kanalsystem, wo dann jeder Parzelle eine gewisse Menge Wasser zugeführt wird. Das ist ein richtiges Paradies hier. Schon erstaunlich, was ein bisschen Wasser bewirken kann. Das nenne ich mal den Aussichtspunkt. Das war ein richtig krönender Abschluss jetzt dieser paar Tage hier in Oasis de Fint.
Und morgen geht's dann mit meinem Baby wieder los. Die Einheimischen, die fahren durchwegs solche Dinger. 90 Kubikzentimeter. Genau sowas braucht man hier. Gibt es hier WLAN? Votre connexion Wi-Fi est-elle disponible? Merci beaucoup. Oh, very nice. Hähnchen, Kartoffeln, Tomaten. Dieser Geschmack von diesen Taginen sind sensationell. يعني ici. يلا. يلا. Es ist kurz vor dem Sonnenuntergang und immer so gegen Abend ziehen dann auch Wolken auf. Heute wieder ein wunderschöner Tag erlebt hier in diesem Oasencamp und trotzdem geht es morgen wieder auf die Straße und zugegebenermaßen habe ich ein bisschen Schiss vor dem morgigen Tag, weil wenn die Reparatur nicht hält und der Reifen wieder Luft verliert, dann wird es einfach mühsam, sehr mühsam. Ich sag mal gute Nacht und dann sehen wir uns morgen. Und tschüss. Heute ist Sonntag. Ich werde das Camp heute verlassen. Tschüss, schönes Zimmer. War eine schöne Zeit hier. Jetzt geht es zuerst wieder diesen Schotterweg hinauf zur Hauptstraße. Wichtig bei diesen Schotterstraßen ist, dass man ganz relaxed auf dem Motorrad sitzt, den Lenker nicht zu sehr umklammert. Und immer schön konzentrieren. Das ist Abenteuer, yeah! Hallo. Hallo. Jetzt sind wir mal zum Dorf raus. Hier kommt der Baustellenabschnitt. Okay, is it okay there? Look. Okay. Okay. Okay, push. Okay, merci. Ja, das ist ja wie auf einer Autobahn. Jetzt legt mich dann da vorne auf die Schnauze. Vorhin beim tiefen Schotter da, wo ich stecken geblieben bin, habe ich jetzt gerade noch etwas gelernt. Unbedingt eine minimale Grundgeschwindigkeit beibehalten. Ah, wir haben es geschafft. Juhu. So. Wow. Juhu. Shit, jetzt ist es doch passiert. Ah, der verdammte Flicken hat nicht gehalten. Gott verdammt nochmal. Ich fahre jetzt so schnell ich kann wieder zurück nach Ouarzazate. Und ich habe die WhatsApp von dem Motorradmechaniker vor 3 Tagen. Aber heute ist Sonntag. Ich kontaktiere den jetzt einfach mal und hoffe, dass er mir helfen kann. Der Reifendruck ist jetzt nur noch auf 1,8. Aber
Zum Glück hat es gereicht, um nochmals hier zurückzukommen. Das Geschäft ist geschlossen, aber der Nachbar, der hat geöffnet und der hat jetzt den Said, den Motorradmechaniker, angerufen und der kommt tatsächlich hierher. Comme ça. Alors c'est. Ok. Hey. Et maintenant? Maintenant, c'est bon. Parce que. Okay, Said, how much? Oh, yeah. Oh! Pas de problème. Okay? Thank you. Okay. Very fair, very good. Your best. Thank you. Okay. Thank you so much, my friend. Thank you. Was jetzt hier abgegangen ist, das ist der Wahnsinn. Der Mann heißt Said und hier sind wir in Ouarzazate. Wenn ihr mal ein Problem habt, kommt zu ihm, der wird euch helfen. Wow, unfassbar. Aber genau für das bin ich hierher gekommen, genau für das. Ja, das ist jetzt so ein bisschen eng. Aber alle sind sehr rücksichtsvoll. Das sind irgendwie ganz komische Wetterphänomene, ich kann es gar nicht beschreiben. Vorher hatte ich hier einen Regentropfen im Gesicht gehabt und da drüben sieht es ja aus wie wenn es schütten würde. Also das ist jetzt Bumalne und das ist die letzte größere Ortschaft vor der Dadeschlu. Ja, das sieht ja jetzt schon geil aus. Fingers View. Ja, das müssen wir doch anschauen. Oh, I can't. I don't have change. Sorry. Ja, die Kinder hier sind jetzt gar nicht so schlimm. Die akzeptieren noch ein Nein. Jetzt geht's dann hinauf durch die Dade-Serpentinen. Hat wahnsinnig viele Restaurants und Hotels und der ganze Weg ist eigentlich gepflastert. Ah, da vorne, jetzt geht's los. Da oben, da gehen wir jetzt hin. Ah, der Hammer hier. Ja, das sind mal Serpentinen. Das ist doch der Hammer. Oh. Ich glaube, hier rauche ich ein Pfeifchen. This is your first time here? Yes, yes, yes. Okay, nice. How did you find Morocco? Do you like it? Wonderful. Wonderful. Magic, magic. Oh, happy to hear that. Yes, you can. Okay, thanks. Oh. Ich bin eine Touristenattraktion. He said thank you so much. It's a pleasure. Okay, anytime. Welcome here. Das ist wirklich ein Traum hier. Juhu.
fällt mir hier nichts auf den Kopf. Der Wahnsinn hier. Ein Kamel. Oh Mann, ist das eine Straße. Ein Traum, ein Traum. Wow. Ach, die Landschaft ist ja grandios. Ey. Übrigens habe ich noch ein paar von diesen Stickern gemacht hier. Wenn ihr hier mal vorbeifahrt, dann guckt doch mal, ob ihr den noch findet. Dann macht ihr ein Foto, ne? Oder einen Eintrag in die Kommentare. Ne? Übrigens sind wir hier genau auf 2000 Meter. Hey, es tröpfelt schon. Muss ich mich noch beeilen. Sonst werde ich noch nass. Das ist doch völlig überflüssig. Regen. Juhu. Wir haben es geschafft. Darf man hier drin parkieren oder wie soll ich da? Wir haben es geschafft. Yeah, that's perfect. Okay. You have a restaurant here? Yes. So I can have food for Yes, tonight? yeah, Very yeah, good, very good. What time? What time you like you? 8 8 o'clock? o'clock, yeah. Yeah. What do you want to eat? What do you have? Tagine? Tagine, chicken tagine with vegetable? Yeah? Yeah? Okay. Okay. Noch ein bisschen die Haare richten, dass ich auch nach etwas aussehe. Oh oh, das wird nichts mehr. Egal. The first 11 kilometers is asphalt and here 10 kilometers is asphalt and the middle of the road 20 kilometers is the piste. Okay. Ja. Jetzt hatte ich gerade noch ein interessantes Gespräch mit dem Gastgeber. Er hat gesagt, also es gibt eine Verbindung zwischen dem Dadestal und dem Todra-Tal. Eine direkte Verbindung durch die Berge, also eigentlich einfach klar hier drüber. Und er meinte sogar, dass sie machbar sei mit einer Harley. Aber heute war wirklich der Knüller mit diesem wiederum platten Reifen. Und dann das Glück, dass ich den Motorradmechaniker da wieder gefunden habe und dass der Zeit hatte, dass er das fertig brachte, das Hinterrad zu demontieren. Ich habe da alles Spezialwerkzeug dabei gehabt und der schiebt das beiseite, kommt mit seinem Schraubenschlüssel und macht das einfach so. Raus und rein. Herrlich. Very nice. Wonderful. Thank you. Das ist wahrscheinlich die beste Tagine, wo ich bis jetzt gegessen habe. Sensationell gut. Guten Morgen. Heute ist Montag, kurz vor 8 Uhr und heute bin ich mal als erstes auf den Knien. Luftdruck messen. 2,6 bar, das ist gut. Oh. Okay. What's the condition here? Is it all? It's all asphalt. All asphalt. All asphalt. And Yeah. reasonable Yeah. condition. I do this. Okay. This year, yeah. Okay. Sehr, sehr freundlicher Gastgeber. Hat mich jetzt wirklich gut beraten und vor allem wird er mich jetzt begleiten da über den Bergpass bis auf die andere Seite. Wo ist er jetzt hingefahren? Ah, da. Die Kinder hier sind sehr respektvoll. Komm, 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 ja. Look. Presse, ici. Ja. More. Okay. Very good. Das wird er sicher nie mehr vergessen. Das wird auch einmal ein Motorradfahrer. Jetzt sind wir übrigens schon auf dem noch geteerten Abschnitt, auf dem Weg zum Pizi heißt der, 2800 Meter. Zeigen. Das ist
place we have water for the people who must come to take water here. Ah, For his all right. animals, and they take water for family in the. And there's still water now? Yes, this is place of water here. We have Over there. yes. Ja, schon verrückt, dass man so weit gehen muss, um Wasser zu fassen. Ne? Er hat mir versichert, dass es keine sandigen Stellen gibt oder keinen tiefen Schotter. Also, Here is 2,700 meters. ist das der... Pass, yeah. Ah, so, jetzt kommen dann einen Haufen Baustellen. Merci. 2700 Meter hier. Nicht schlecht. Anscheinend bis nächstes Jahr ist das alles geteert. Guckt euch mal das an. Ich weiß nicht, wie viele Harleys schon über diesen Pass hier gefahren sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht allzu viele waren. Ja. Merci. Oh, jetzt aber nicht übermütig werden. Schön Tempo anpassen. Genau. Was gut? Yeah, I know. It's, No problem. Do you have more 7 kilometer asphalt now? Ja. And you take a road you can sit here. Okay. Thank you very much. It I'll was see you again. very good meeting you. Thank you so much. Was sind das doch für herrliche Begegnungen? Und die Landschaft. Juhu! Guckt euch mal die Gesteinsschichten hier an. Wahrscheinlich stellt jede Schicht so 1 Million Jahre dar. Ich glaube, das ist schon der Beginn der Todra-Schlucht. Wobei gemäß Navi sollten es noch 13 Kilometer sein bis zur eigentlichen Schlucht. Eigentlich ist dieses Marokko ja gar nicht so weit weg von uns. Vor allem, weil man ja die Fähre nehmen kann von Genua oder von Frankreich. Dann hat man 2 schöne Tage auf dem Schiff und dann kommt man erholt in Marokko an und dann kann man sofort loslegen und dann ist man schon hier. Ah, jetzt bin ich schon in der Todra-Schlucht. Okay, das wär's. Das ist cool. Hey, ich sehe aus wie echt, hey? Ich bin total eingestaubt. Jetzt diese Todra-Schlucht ist auch eine der ganz berühmten Sehenswürdigkeiten in Marokko. Haben wir es gesehen? Ja, nochmal gucken. Okay, gucken. Gesehen. Gehen wir weiter. So. Tschüss. Schöne Todra-Schlucht. Was ist denn das für ein geiler Aussichtspunkt hier? Wow, guck mal die Straße an da. Juhu. Hoppla. Der ist wohl ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Ja, jetzt bleibt er nicht stehen. Uiuiui. Jetzt sind wir auf dem Weg ins Zitztal. Bonjour. There is your room. Very nice. Your motor, you can see it from Okay, that's there. perfect. And you have what? Ja, das ist doch okay. Da kommt ja nicht gerade viel Wasser. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Geschafft! Tatsächlich erstaunlich kalt. So kalt. Unfassbar, diese Umgebung. Vorher hat es gerade gedonnert.
Merci beaucoup. Wow. Ja, ich gehe lieber rein. Oh, thank you. Unfassbar. Oh, thank you. Heute ist Dienstag, kurz nach 8 Uhr. Heute breche ich auf zur zweitletzten Etappe in Marokko. Und rund 370 Kilometer, aber alles auf geteerten Straßen. Und das Wetter ist prächtig. Is he? Yeah. Okay. Very good. Thank you very much. And see you next time. See you next time, definitely. Bye bye. Thank you. Weil es jetzt gestern heftige Gewitter gab hier in den Atlasbergen. Eigentlich nicht direkt hier, sondern ringsherum. Hat der Gastgeber mir gestern noch erklärt, dass heute der Fluss Wasser führen wird und tatsächlich. Tunnel! Oh, hoffentlich sehe ich da was. Ah ja. Spektakuläre Route. Ich bin einfach unheimlich fasziniert von dieser Landschaft hier. Das ist phänomenal, sensationell, großartig, atemberaubend. Oh. Wow, das sind ja Speedtrepse. Leck doch mir. Wow, der hat sogar den Unterboden berührt. Das ist ja unfassbar. Was ist denn das? Wow. Ach, schon wieder. In Marokko gibt es auch einen Eisrock. Das ist immer so herrlich chaotisch. Hier riecht es nach Grilliertem. Naja, es ist kurz vor 12 Uhr, eigentlich wäre ja Essenszeit. Aber ich habe jetzt tatsächlich die ganzen Tage immer nur Frühstück gehabt. Dafür reichlich Frühstück. Und dann den ganzen Tag nichts mehr. Und erst wieder am Abend, weil also die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass die erstens mal das Frühstück außerordentlich großzügige Portionen sind und die großen Portionen werden dann sogar noch geschlagen durch die Portionen am Abend. Da gibt es dann immer einen Dreigänger mit Salat oder Suppe, dann eine Tagine. Meistens gibt es noch was dazu zur Tagine und Brot und dann noch Nachtisch mit Früchte. Und in Mengen, also das schaffe ich meistens gar nicht. Das ist sogar ein bisschen unangenehm, weil wir sind uns ja gewohnt, dass wir den Teller leer essen. Wenn man einen halbvollen Teller zurückgibt in die Küche, dann haben wir Bedenken, dass der Koch denkt, es war nicht gut. Darum sind wir immer bestrebt, irgendwie das Zeugs aufzuessen. Aber hier, ich denke, hier ist die Mentalität genau umgekehrt. Wenn ein Teller zurückkommt und der ist leer, dann denkt man wahrscheinlich hier, dass man nicht genug gegeben hat. Also die Gastfreundschaft hat eine ganz andere Bedeutung. Aber ich bin nicht sicher, das ist nur so eine Vermutung. Ganz erstaunlich, wie schnell jetzt die Vegetation die ganze Landschaft geändert hat. Fast auf einen Schlag. Col du Sat. Jetzt muss ich mal gucken, wie hoch das denn da ist. Oh, 2200 Meter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz herrliches Hochplateau. So, das lädt doch zu einer Pause ein. Soll ich eine Pfeife rauchen? Na klar, hey, gute Idee.
Genial. Juhu. Hallo. Scheiße. Bei den Platten. Hey. Das kenne ich. Ich glaube, hier wäre noch ein geeigneter Pipi-Spot. I feel good. Diddle. Hier sieht man es noch, 2101 Meter. Jetzt geht es ins Hinterland. Hier wäre eine Tankstelle gewesen. Ich gehe jetzt dann ein paar Kilometer auf Reserve, aber ich habe mir eingetragen, dass später nochmals eine Tankstelle kommt, so in 40 Kilometer. Das Problem ist, nachher kommt etwa 150 Kilometer keine mehr. Aber hier sollte es eigentlich noch eine Tankstelle haben. Also da vorne nicht noch eine. Oder gehe ich hier? Ja komm, ich gehe hier. Die überhaupt Benzin haben hier. Das sieht nicht danach aus. Nee, die ist zu. Da vorne, da ist die Tankstelle. Hoffentlich ist die geöffnet. Wuff. Achtung, ich komme. No, Petro. How many kilometers should we go to the other petrol? I still have about About 100 kilometers. no, is more is enough. Okay. Shukran, my friend. Wow. Das sieht aber gar nicht gut aus da drüben. Ne? So ein Mist. Aber das macht keinen Sinn. Da komme ich mitten ins Gewitter. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Wobei so viel Pech ist es nicht. Ich muss jetzt einfach außen herumfahren und dann später zum Nationalpark. Zum Glück geht es jetzt nur abwärts. Da sollte vielleicht, zeigt es noch 26 Kilometer an. Tankstelle. Ich bin gerade auf Low. Auf dem letzten Tropfen. Es gibt auch noch einen Motorradgott. Zeitlich sind wir sogar wie ursprünglich. Das war auch 4:45 auf der Originalroute. Aber was ich noch nie hatte, sind über 400 Kilometer mit einem vollen Tank, theoretisch. Juhu! On the road again. Wow! Der Hammer! Guck mal! Ich finde es immer wieder ein bisschen brutal, wie diese Esel angebunden sind hier den ganzen Tag. Der hat jetzt zwar noch ein wenig Glück, der hat eine lange oder längere Leine, wenigstens kann er sich bewegen, aber vielfach sind sie auch an den Vorderläufen zusammengebunden, dass sie nur so tippeln können. Bonjour. Auberge? Ja. Very good. Hier drüben ist die Toilette und die Dusche. Und hier ist das Wohnzimmer und da ist mein Schlafzimmer. Perfekt. Aber jetzt guckt euch mal das an. Merci beaucoup. De rien. Thank you. Aha, bon appétit. Thank you very much. Das Gemüse ist wie immer fantastisch, eigentlich sehr naturbelassen, also ohne große Gewürze, vielleicht ein bisschen Pfeffer und darum hat es noch richtig diesen ursprünglichen Geschmack und jetzt bin ich gespannt auf das Hähnchen. Ganz toll.
Ganz, ganz toll. Köstlich. So, ich bereite noch meine Videotechnik für morgen vor. Vielen Dank fürs Mitkommen. Bis dann und tschüss. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Heute breche ich auf zur letzten Etappe. Und da geht es nach Nador ans Meer und danach auf die Fähre, also am nächsten Tag dann. Ein herrliches marokkanisches Spiegelei, würde ich das nennen. Dann gibt es frisches Brötchen und so Pfannkuchen, normales Brot und dazu Öl, ja, Öl zum Frühstück und das sieht aus wie Honig. Eiskaltes Wasser. Guckt euch mal das herrliche Tal hier an. Also jetzt geht es zuerst nochmals ein Stück durch den Tatseka Nationalpark und dann hinunter ins Tal und dann ein Stück durchs Rifgebirge direkt ans Meer. Dann fahre ich den Meer entlang. Was für eine Straße. Das ist ja der Hammer hier. Atemberaubend. Wichtig ist im marokkanischen Verkehr, dass man einfach im Flow bleibt, möglichst da alle Schlaglöcher umfährt und einfach mit dem Verkehr gehen. Und dann irgendwie ergibt sich das immer so etwa. Das ist wieder eine ganz spektakuläre Route hier durch das Rifgebirge. Doppelspurige Fahrbahn, aber ist keine Autobahn, also ist nicht baupflichtig oder irgendetwas. Einfach großzügigste Straße. Es regnet. Außerdem bin ich jetzt gerade auf Reserve gegangen und schwuppdiwupp, schon kommt die Tankstelle. Das ist jetzt gutes Timing. No Diesel. Ja? Ja. C'est moi. Merci. On va m'y aller. Okay. No, merci. Shukran. Okay. Juhu! Das ist jetzt tatsächlich eine der schönsten Aussichten, die ich soweit hatte hier in Marokko. Oh, hier mache ich einen Stopp. Was ist denn mit dem? Nee, da mache ich keinen Stopp, der hat die Hosen unten. Was war denn das? Dabei wäre es hier so schön gewesen, aber vor dem habe ich Angst. Wow! Das ist ja noch viel geiler hier. Was ist denn das? Wow! Soll ich hier bleiben? Nee, ich glaube, ich gehe weiter. So, jetzt habe ich doch noch einen guten Rastplatz gefunden hier. Was sind das für schöne Ferien, ey. Das ist wirklich die Reise meines Lebens, möchte ich fast sagen. Grandios! Das ist Paradies. Ich gucke dann mal noch wegen den Koordinaten, dann werde ich die euch hier oben einblenden. Ich glaube, hinter diesem Hügel da ist bereits Nador.
der Hammer hier. Dass man die so füttern kann. Sind die nicht gefährlich? Hey, bist du nicht gefährlich? Bist du Deutscher? Schweizer. Ach, Schweizer. Ja. Deutsch? Ja. Ach so. Die sind frech, hä? Ja. Ach, die versuchen gerade eine Tüte zu klauen. Ja? Okay, noch schöne Zeit, hä? Gut. Okay. Das war jetzt cool. Jetzt habe ich doch noch Affen gesehen. Oh, das ist ja der Kracher hier. Das hier, da unten, das ist Nado und da ist mein Hotel. Und wenn man jetzt da drüben guckt, da sieht man noch ein bisschen von diesem, wie ein weißes Gebäude, und ein bisschen weiter hinten, hinter diesem Spitz, da ist der Fährhafen. Diese Aussicht ist einmalig. Hier müsst ihr herkommen, unbedingt. Wenn ich hier leben würde, ich glaube, ich würde jeden Abend hier hochkommen. Ich glaube, in der Nacht muss das auch fantastisch aussehen, dann mit all den Lichtern. Boah, gigantisch. Ah, da drüben. Das letzte Hotel in Marokko. Starting your trip or ending? No, I'm ending. I'm going to take the ferry tomorrow. Same thing for us. Oh, really? What time? What time do you go to check in? Because this and check where it is. It starts at 3:30 in the morning. It's at 8:30. Okay. We're going to leave here at 5 o'clock. So early. Das ist jetzt ein guter Zufall. Noch diese Biker-Kollegen getroffen hier. Die gehen tatsächlich um 5 Uhr. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das wird eine kurze Nacht. Aber jetzt bin ich... Ein richtiges Hotel. Der Hammer. Jetzt muss ich gleich hilfen. Hey, richtig Wasser. Unfassbar. Oh, das ist schön. Das gefällt mir hier. Es wird mir jetzt gerade bewusst, das ist mein letztes marokkanisches Essen. Pfeifenheiße Chicken Tagine. Ich habe in diesen 12, 13 Tagen so viel erlebt, so viel gesehen, so viel erfahren dürfen. Ist mir richtig tief eingefahren. Also das ist ein ganz, ganz tolles Land mit tollen Leuten, tollen Landschaften. Und jetzt heute in diesem schönen Hotel die Reise abzuschließen, ja, zumindest in Marokko. Das ist wirklich ganz speziell. Jedenfalls morgen früh geht es dann in aller Herrgottsfrühe los. Um 5 Uhr fahren wir ab. Ich habe ja dieses Motorradpärchen getroffen und wir werden dann zusammen zum Hafen fahren. Und dann geht es auf die Fähre, so geht's, ab auf die Fähre. Und ja, dann 2 Tage später bin ich dann in Frankreich und fahre nach Hause. Ich freue mich auch wieder nach Hause zu gehen. Guten Morgen. Es ist noch stockfinster draußen. Es ist kurz nach 4 Uhr. Wir machen uns zeitig auf den Weg zum Hafen. Heute geht die Fähre nach Sète in Frankreich. Yeah, we're thinking about getting a. This is a camera, yeah? Yeah. Which one is that? Cam. It's a 360. Yeah. Yeah. Which one is that? I see. Insta. It's, Yeah, works really well. yeah. Yeah, perfect. It's actually the only thing that works really on a bike. Okay. Because later at home you can decide what view to take. So if you see something interesting, you just press the button Oh, okay. You can. and it takes everything. How about the
editing of that? Is it easy? Yeah, it is quite a That's big a effort. big Yeah, effort. that's true. That's why I didn't go for that, but maybe. And a trip like this is worth it. Oh yes. Oh. Ah, was für ein angenehmer Morgen. Es ist zwar erst kurz nach 5 Uhr, aber wenigstens kein Verkehr auf der Straße. You need your passport and the stuff. And, Als erstes muss man also hier bei der GNV das Ticket lösen. Hey, diese Leute sind unangenehm. Richtig unangenehm. All money to how everything. For what do they want money? For check the motor. Ja, ja. I say No. I check. you check the bike. Very uncomfortable. Yeah. Huh? It's me. I check the bike. Yeah, very good. I give you money. Ins Gelände hinein kommt man erst nach 8 Uhr. Hier gibt es ein Café. Also Leute, um die Zeit zu überbrücken, bis das Gate öffnet, könnt ihr hierher kommen zum Café Puerto. So, you made it. Almost. So, hier an der Grenzkontrolle braucht ihr dieses Ticket da für die Einfuhr vom Motorrad und eure Zulassung und natürlich den Pass. Das ist jetzt doch würdige Begleitung mit all diesen Harley-Fahrern. Ich glaube, das ist ein Motorradclub aus Frankreich, der Marokko getourt hat. Es geht los. Bonjour. What's the number? 7137. Oh. Next door. Unbelievable. Okay, it's 37. Yeah. Ah. Okay. Ah. Ja. Das ist doch gut hier. Wieder mal. So. Klamotten aus. Okay. Man sieht zwar nicht raus, aber es hat ein Fenster. Alles super. Ich bin froh. Wieder ein Meilenstein in meiner Kabine. Alles hat geklappt. Jetzt 2 Tage warten, dann bin ich in Frankreich. Das ist der Hafen. Die Leute sind immer noch am Boden. Und da hinten, das ist Nador. Tschüss Marokko. Was für eine crazy, verrückte Zeit ich hier hatte. Es ist deutlich welliger als letztes Mal. Beinahe schon stürmisch. Für Schweizer Verhältnisse. Wow, so eine tolle Stimmung. Die Abendunterhaltung ist mir jetzt doch ein bisschen zu laut. Nicht genau mein Stil. Darum gehe ich wieder zurück in die Kabine. So, ich habe mir jetzt noch
etwas Feines besorgt. Ein Sandwich und tada! Zum Wohl. Das wär's gewesen für heute. Ich bin richtig froh, bin ich auf der Fähre, auf dem Weg nach Hause. Irgendwie freue ich mich, wieder nach Hause zu kommen. Guten Morgen. Es ist Samstagmorgen. Jetzt kamen gerade die ersten Durchsagen, dass wir sogar zu früh in Sète ankommen. Etwa 1,5 Stunden zu früh. Leute mit Motorrädern müssen auf Deck 8 warten. Zum Glück kann ich einfach meinen Kollegen folgen. Ich hätte das Mofa sonst nie mehr gefunden. Yeah! Sie steht noch da. Es ist noch schwierig zum hier rauskommen wegen diesen Ketten. Okay, merci. Okay, scharf. Yeah, we did it. Watching your video. Yes, after summer it will be out. Yeah, it's a lot of work. I know. Okay. I look at the, Okay, keep well, hey? yeah. Cheers, Be bye-bye. safe. You too. Merci. Motorradfahrer sind halt privilegiert. Bonjour. Merci. Ich auch schon die Regenklamotten anziehen soll. Welcome to Frankreich. Der Reifendruck ist hinten ganz genau 2,7. Fantastisch. Wenn ich dann zu Hause bin, mache ich ein schönes Foto und schicke eine richtig fette Dankesbotschaft an den Motorradmechaniker Said in Ouarzazate und sage ihm, dass alles geklappt hat. 2000 Kilometer bis nach Hause. Muss ich doch die Regenklamotten anziehen. So, jetzt geht es zuerst Richtung Lyon. Ich habe mal die erste Strecke oder den ersten Abschnitt auf der Autobahn gewählt, einfach damit ich mal in die Gänge komme und unterwegs bin, ein bisschen Kilometer mache. So, ich habe mir jetzt gerade noch Proviant gekauft, vor allem Wasser. Und jetzt habe ich gerade so eine Idee. Die Fähre ist ja fast 2 Stunden zu früh angekommen. Und es ist jetzt, wie spät ist jetzt? 10:30. Und ich komme gut voran. Ich nehme ja immer die Autobahn. Und ich habe eigentlich keine Lust mehr auf noch ein Hotel. Und ich bin mir am Überlegen, direkt nach Hause zu fahren. Ich habe schon mal im Navi geguckt. Theoretisch, also ohne Pause, wäre ich da um 6 Uhr am Abend schon zu Hause. Das sind etwa 600 Kilometer noch. Ich gucke jetzt mal noch, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es nicht gerade schüttet und
werde ich das wahrscheinlich machen. Ich habe jetzt gerade nochmals den Regenradar eingeschaltet und jetzt die nächsten gut 150, 200 Kilometer sollte es eigentlich in Ordnung sein. Hier an der Küste hat es geregnet und hier oben regnet es, aber das scheint zu verschwinden. Jetzt bin ich richtig gut vorwärts gekommen, aber das ist natürlich auch die Domäne der Harley. Die kann wirklich Kilometer fressen und das geht sehr bequem. Gerade noch gesehen, keine Motorräder. Hoffentlich klappt das dann hier. €17,20. Nicht schlecht. So, das ist jetzt schon die Grenze zur Schweiz. So, durchmogeln. Die Erfahrung habe ich jetzt ja gesammelt in Marokko. Wo es Platz gibt, kann man fahren. Welcome to Switzerland! Juhu! Heute sind wir mal so eine richtig lange Strecke gefahren. So richtig Kilometer gefressen. Rund 800 Kilometer, wovon 750 Kilometer auf der Autobahn. Aber hat so richtig Bock gemacht, war richtig schön. So, jetzt möchte ich aber noch einen kleinen Umweg machen zu einem ganz speziellen Ort. Wir haben es geschafft. Juhu. Vor 15 Tagen standen wir genau an diesem Ort, haben uns diese Karte angeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass in dieser Richtung hier Marrakesch liegt. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Marokko zu fahren. Wenn ich damals gewusst hätte, was mir alles bevorsteht, zuerst die Geschichte mit dem Schalter, dann der platte Hinterreifen da in den Atlasbergen, ich glaube, ich wäre nicht gegangen. Das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Aber ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das alles gepackt habe. Vor allem bin ich stolz auf das Mofa. Ich meine, das Mofa hat ja die Arbeit verrichtet. Ich musste nur ein bisschen lenken und bremsen und Gas geben. Es ist unfassbar. Ich hatte so viele schöne Erfahrungen, schöne Erlebnisse und die Reise hat mich tief beeindruckt. Marokko ist toll, 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 toll. So, zum Abschluss. Ja, guck, hier ist sogar genau die Stelle, wo der Nagel drin war. So ein Zufall. Das ist ein guter Reifen, ein gutes Motorrad. Ich bin glücklich. Somit schließt sich der Kreis. Ihr habt mich jetzt 15 Tage lang begleitet. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch dafür bedanken. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, unten abonnieren und dann seht ihr auch andere Abenteuer. Es ist noch einiges geplant für dieses Jahr, damit ihr nichts verpasst, ne? Alles klar, okay. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage Tschüss.